Hi, ich bin Mafalda und ich freue mich riesig, euch hier zu sehen und euch jetzt ein bisschen über den Campus der Uni Oldenburg mitzunehmen. Und als allererstes treffe ich unseren Uni-Präsidenten, Prof. Dr. Ralf Bruder, für euch, der euch nicht nur etwas auf den Weg geben möchte, sondern euch auch ganz herzlich begrüßt. Herr Bruder, Sie sind seit dem 1. August hier an der Uni Oldenburg und auch neu in Oldenburg tatsächlich. Wie lief Ihr Start bisher? Ach, der war ganz wunderbar. So ein ganz toller Start. Die Stadt hat mich sehr freundlich empfangen. Es ist unglaublich, wie viele nette Menschen es hier gibt. Und auch an der Universität habe ich schon so viele Gespräche geführt, so viele Menschen auch kennenlernen dürfen. Große Offenheit, sehr kurze Wege, guter Austausch. Also ich hatte wirklich einen wunderbaren Start. Ja, die Bedingungen sind momentan etwas schwierig, aber trotz dieser schwierigen Bedingungen wirklich alles ganz wunderbar. Eins fehlt mir allerdings noch. Ich hätte gern auf dem Campus noch viel mehr Studierende, die ich auch treffen kann. Worauf freuen Sie sich, wenn Sie auf die Uni Oldenburg schauen? Wenn wir auf die Uni Oldenburg schauen, dann erleben wir eine Universität, die voll ist von Tatendrang. Das ist eine Universität, noch nicht so alt, die eine unglaubliche Dynamik gezeigt hat. Eine Universität, die sich seit ihrer Gründung mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Heute mit Themen wie Energienachhaltigkeit, mit Themen Bildung und Partizipation, mit Themen Mensch und Technik, mit Gesundheit. Das sind die Themen, die uns alle momentan umtreiben. Das finde ich super. So eine Universität, die genau die relevanten Themen hat. Und diese Themen eben im Miteinander bearbeitet. Sie haben ja sehr kurze Wege. Man sagt immer so schön, wir haben offene Wege. Wir sind wirklich offen miteinander. Das finde ich, das freut mich jedes Mal, wenn ich hierher komme morgens und das Gefühl habe, das ist eine richtig gute Universität. Sie haben ja jetzt die Uni Oldenburg nur unter Corona-Bedingungen kennengelernt und so ist das für viele Studierende hier ja leider auch. Was ist Ihnen im Hinblick auf die nächsten Monate daher besonders wichtig? Es ist ganz ohne Frage für viele, wenn sie zurückblicken, jetzt in die letzten Semester eine ganz schwierige Situation gewesen. Zum Studieren gehört es dazu, dass sie vor Ort sind. Es gehört dazu, dass sie ihre Kommilitonen und Kommilitonen treffen, dass sie sich austauschen. Nicht nur in Vorlesungsräumen, auch an anderen Orten der Stadt, des Campus. Also was ist mir besonders wichtig, dass genau das wieder stattfindet. Wissen Sie, so lang voneinander getrennt zu sein, das tut nicht gut. Das haben wir alle gemerkt. Und gerade die jetzt neu kommen, gerade unsere Studierenden, die zum ersten Mal hierher kommen, für die ist es doch wichtig, dass sie sich wieder treffen. Also, was liegt mir besonders am Herzen? Ja, kommen Sie wieder auf den Campus, treffen Sie sich wieder. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, wir leben noch in einer schwierigen Situation. Ja, es ist noch eine Pandemie. Lassen Sie uns aufeinander aufpassen. Wir nennen unser Konzept fürs nächste Semester verantwortungsvolle Präsenz. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Abstand halten, vielleicht an der einen oder anderen Situation auch eine Maske tragen, besonders wenn es in den Vorlesungsräumen ist. Dann bin ich guter Hoffnung, dass das ein gutes Semester wird. Was verbindet uns denn hier und heute noch mit Karl von Ossietzky? Mit Karl von Ossietzky, unserem Namensgeber, verbindet uns heute noch sehr viel. In der Weimarer Republik war Karl von Ossietzky ein entschiedener Pazifist. Er hat seine Stimme erhoben gegen Hetze, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Er ist mutig für seine Haltung eingetreten, dafür ins Gefängnis gegangen, ins Konzentrationslager und an den Folgen leider auch verstorben. Aber genau diese mutige Haltung gegen Hetze, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, das ist das, was wir heute brauchen. Wir leben in einer Zeit, wo es richtig ist und wichtig ist, mutig gegen Stimmen aufzutreten, die unsere Demokratie infrage stellen. Wir müssen eintreten für die Werte unserer Demokratie. Und das lehrt uns und sagt uns Karl von Ossietzky. Also insofern aktueller denn je. Herr Bruder, was ist Ihr ganz persönlicher Wunsch für die Studierenden im kommenden Semester? Liebe Studierenden, Sie stehen jetzt am nächsten Schritt in Ihrem Leben, am ganz entscheidenden. Jetzt geht es noch mehr in die Eigenverantwortung. Es geht noch mehr in die Dinge, die Sie sich vielleicht selbst ausgedacht haben, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gerne machen, da habe ich Lust drauf, da habe ich Spaß dran. Und meine Botschaft an Sie ist, gehen Sie das mit Zuversicht und Freude an. Das ist eine ganz tolle Lebensphase, die Sie jetzt vor sich haben. Das ist eine Lebensphase, wo Sie andere und neue Menschen kennenlernen. Sie werden Freundinnen und Freunde fürs Leben kennenlernen. Und das sagt mir, das muss man doch eigentlich mit großer Freude angehen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich Sie auf dem Campus sehe und ein Lächeln in Ihrem Gesicht finde, dann habe ich das Gefühl, alles richtig. Viel Spaß!
Ich treffe mich jetzt mit unserer Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales, Frau Prof. Dr. Verena Pietzner, die euch sicherlich einiges auf den Weg geben möchte. Hallo, Frau Pietzner. Hallo. Frau Pietzner, worauf können sich die Studierenden, die jetzt im Wintersemester anfangen, denn besonders freuen? Sie können sich besonders darauf freuen, dass wir es gemeinsam mit den Fakultäten geschafft haben, deutlich mehr Präsenz auf dem Campus zu ermöglichen. Nicht nur in den Lehrveranstaltungen, wo wir auch an den Abständen gearbeitet haben und die Hygienekonzepte angepasst haben, sondern auch sonst auf dem Campus ist wieder mehr Leben möglich. Wir haben Arbeitsmöglichkeiten für Studierende geschaffen, die Bibliothek ist wieder besser nutzbar und auch sonst kann man sich auf dem Campus als Lerngruppe treffen und gemeinsam arbeiten. Sie sind ja nun nicht nur Vizepräsidentin, sondern auch Chemikerin hier an der Uni. Wie haben Sie denn die Corona-Situation jetzt persönlich wahrgenommen? Also ganz persönlich muss ich sagen, war ich ganz erleichtert, als die Impfaktion eigentlich zunehmend Fahrt aufgenommen hat und man so das Gefühl hatte, dass man dadurch ja auch sich und andere schützen kann und man dadurch auch wieder ganz anders mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten konnte. Und ich möchte auch an dieser Stelle der Studierendenschaft auch mal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen dafür, dass Sie auch im Sommersemester so aktiv unsere Hygienekonzepte mit unterstützt haben durch die Einhaltung der Regeln und dass wir sehr gut durch diese Sommersemester gekommen sind und das auch, wo Sie ja auch am längsten auf die Impfmöglichkeit warten mussten. Wie ist denn das kommende Semester geplant? Worauf können die Studierenden sich einstellen? Das Semester ist geplant als Semester in verantwortungsvoller Präsenz. Das bedeutet, dass große Veranstaltungen, für die wir auch jetzt unter den Abstandsregeln keinen Raum zur Verfügung stellen können, weiter online stattfinden werden. Es wird kleine Veranstaltungen geben, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wieder in Präsenz treffen können, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Es wird aber auch Veranstaltungen geben, die ein Wechselmodell oder ein hybrides Modell verfolgen werden, damit die Lehre einfach gewährleistet ist unter wenigstens einer Teilpräsenz. Wir haben an den Abstandsregeln nochmal gearbeitet und haben erreicht, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in einem Raum gleichzeitig anwesend sein können, erhöhen konnten. Das wird also dazu führen, dass wir auch mehr Studierende in Präsenz auch willkommen heißen können. Es gibt ja nun auch Studierende, die einen Praxisanteil in ihrem Studium haben oder Praktika absolvieren müssen. Wie wird das gehandhabt? Praktika, Betriebspraktika oder auch Laborpraktika sind ja ein ganz essentieller Bestandteil des Studiums. Und wir haben es auch in der Vergangenheit so gehandhabt, dass zum Beispiel Betriebspraktika stattfinden konnten in Absprache mit den Lehrenden. Und die Bedingung war, dass die Betriebsstätte ein Hygienekonzept hat, ein gültiges. Und dann konnten auch unsere Studierenden auch in den vergangenen Semestern Praktika absolvieren. Die Schulpraktika verlaufen gemäß der Vorgaben des Kultusministeriums und auch in den Laborpraktika gelten unsere Hygienekonzepte und dies ermöglichen auch Studierende im Labor arbeiten zu lassen. Was möchten Sie den Studierenden, die jetzt im Wintersemester in Oldenburg starten, mit auf den Weg geben? Liebe Studierende, ich hoffe, Sie haben hier schon einen guten Start in Oldenburg als Ihren neuen Wohnort gehabt und ich hoffe, Sie konnten auch schon erste Kontakte knüpfen. Wir haben im Rahmen der Vorbereitung für das Wintersemester auch ein besonderes Augenmerk auf Sie als Erstsemester gelegt und ich hoffe, dass Sie viele tolle Veranstaltungen in Präsenz und auch online erleben, die Ihnen einen guten Start in Ihren neuen Lebensabschnitt ermöglichen. There are also some students who chose to study abroad here in Oldenburg despite this challenging corona situation. What piece of advice do you have for those people? Dear international students, a very warm welcome to Oldenburg. It's a wonderful city with a beautiful surrounding and I hope you feel familiarly soon here in Oldenburg. The International Office prepared a lot of activities for you to get a good start in your study program here in Oldenburg. We also, for example, organized a buddy program and your buddies will help you to orientate on the campus and also will help you in case of quarantine. Please enjoy your stay in Oldenburg, find good friends for life and enrich all of our social life with your experiences and your cultural background. It's very good to have you here.
Normalerweise könntet ihr euch diesen Rucksack hier hinter mir aus der Unibibliothek abholen. Allerdings gibt es im Moment Lieferschwierigkeiten und deshalb ist das hier nur ein Muster, was ich euch zeigen kann. Der Rucksack ist aber ziemlich cool, der ist nämlich nicht nur aus recyceltem Material, sondern für euch auch kostenlos. Sobald er da ist, bekommt ihr eine Info von uns und dann könnt ihr ihn abholen und zwar mit diesem Gutschein. Den Gutschein findet ihr in eurem Gutscheinheft, was ihr wahrscheinlich auch schon durchgeblättert habt. Darin sind Gutscheine fürs Unikino, fürs Cinecar, fürs Casablanca, aber zum Beispiel auch für Sportstudio Uni Oldenburg. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, die Hochschulpolitik. Dazu gehören nicht nur Gremien wie die Fachschaftsräte oder das Studierendenparlament, sondern auch der Allgemeine Studierendenausschuss, der AStA. Seine Räumlichkeiten befinden sich hier direkt hinter mir. Bei diesen Gremien könnt ihr euch melden, wenn ihr Beratung oder Hilfe benötigt. Ihr könnt euch aber auch selbst engagieren. All das erzählt euch der AStA jetzt aber noch mal genauer. Liebe Erstis, wir freuen uns, euch im Namen des gesamten AStA an der Universität Oldenburg begrüßen zu dürfen. Für euch beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Wir hoffen, dass euer Studium eine tolle Zeit wird. Eine Zeit, in der ihr Freundschaften fürs Leben knüpfen werdet. Eine Zeit mit großen Freiheiten, in denen ihr auch neben dem Studium vielfältige Erfahrungen sammeln könnt. Wir sind Jonas Menecke und Tarek Probst und engagieren uns im AStA-Vorstand als Sprecher. Doch was bedeutet eigentlich AStA und warum stehen wir heute hier? AStA bedeutet Allgemeiner Studierendenausschuss. Doch zuallererst, wir sind Studierende genau wie ihr. Wir wurden vom Studierendenparlament gewählt, um eure Interessen zu vertreten. Hierzu ist der AStA in verschiedene Referate organisiert und arbeitet zu diversen inhaltlichen Themen, zum Beispiel Nachhaltigkeit, politische Bildung oder Kultur und Sport. Wir organisieren für euch ganz viele verschiedene Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und auch Filmvorführungen. Auch bietet unser Kulturticket euch die Möglichkeit, viele verschiedene Kulturveranstaltungen in Oldenburg kostenlos zu besuchen. Um nichts zu verpassen, abonniert am besten unsere Social-Media-Kanäle. Außerdem bieten wir euch eine breite Palette an Beratung an. Bei Problemen sind wir für euch da. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Das gesamte Beratungsangebot findet ihr auf unserer Website. Doch AStA bedeutet weitaus mehr als Angebote und Beratungen für euch bereitzustellen. Wir vertreten eure Interessen an der Uni und darüber hinaus. Wir führen Gespräche mit dem Präsidium, mit den Dekaninnen und auch mit allen anderen Statusgruppen an der Universität. Wir setzen uns für euch im Senat ein und engagieren uns bei Problemen mit einzelnen Dozentinnen und ProfessorInnen. Aber nicht nur hier an der Universität setzen wir uns für eure Interessen ein, sondern auch gegenüber der Bundes- und Landespolitik. So kämpfen wir zum Beispiel gegen die Einführung von Anwesenheitspflichten und gegen die niedersächsische Sparpolitik, wo die Landesregierung aus CDU und SPD den ohnehin schon unterfinanzierten Unis noch einmal 24 Millionen Euro einsparen will. Wo die Bedarfe steigen, aber die Mittel sinken, kann dies nur zulasten der Studienqualität gehen. Wir setzen uns dafür ein, dass ihr euer Studium wahrnehmen könnt, ohne nebenher noch arbeiten gehen zu müssen. Das tun wir mit unserem Einsatz für ein gerechtes BAföG, das für ein gutes Leben reicht. Die Förderquote von gerade einmal 11% ist viel zu niedrig und die Bedarfssätze im Angesicht von steigenden Lebenshaltungskosten und Mieten erschreckend gering. Wir kämpfen dafür, dass sich das endlich ändert und für mehr Mitbestimmung von uns Studierenden hier an der Universität. Das erfordert vor allem eins: aktives Engagement von euch. Das ist auch bitter nötig, denn im Gegensatz zu dem, was die Uni sagt, werdet ihr hier keine paradiesischen Zustände vorfinden. Ganz im Gegenteil. Die Uni agierte während der Pandemie plan- und mutlos, vielen Modulen fehlen Dozierende und die Räume sind marode. Außerdem schreitet die Verschulung der Universität weiter voran. Wir dürfen uns nicht als bloße Objekte der Anforderungen von Profs und Dozierenden betrachten, sondern müssen uns aktiv einsetzen für ein selbstbestimmtes Studium. Möglichkeiten dafür gibt es viele. Die Fachschaftsräte können immer engagierte Studierende gebrauchen, die sich neben Partys organisieren, daran beteiligen, sich in Gremien zu setzen, unfairen Profs zu widersprechen, ebenso wie dem Präsidium und Anforderungen an Prüfungsordnung stellen. Gerade ist für uns besonders die Frage wichtig, wie wir Universitäten öffnen können, damit auch ihr diese von innen sehen könnt. Forschung und Lehre, Wissenschaft und Studium benötigen den Austausch von Angesicht zu Angesicht. Dorthin müssen wir unbedingt zurück. Wir freuen uns auf euch, hoffentlich bald auch wieder in Präsenz. Ich kann mich noch total gut an mein erstes Semester erinnern und deshalb kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie ihr euch gerade fühlt oder welche Gedanken euch so durch den Kopf schwirren. Deshalb habe ich mich mal auf dem Campus umgeschaut und Leute nach Tipps und Tricks für euch gefragt. Aber vorher noch ein Tipp von mir: Lasst euch nicht unter Druck setzen, ihr studiert nur für euch und für niemand anders.
Ich würde den neuen Erstsemestern empfehlen, definitiv den Hochschulsport mitzumachen. Dort kann man ganz leicht seine ersten Kontakte kennenlernen und sich gleichzeitig noch gut körperlich ertüchtigen. Also was ich ganz besonders raten kann in Oldenburg, ist, sich ein gutes Fahrrad zu holen, weil man nämlich jede Strecke am besten mit dem Fahrrad zurücklegen kann und die Busse auch nicht so gut sind. Daher holt euch ein Fahrrad, es lohnt sich wirklich. Mein Tipp für euch ist, seid mutig und geht aufeinander zu. Gerade als Erstsemester ist es super wichtig, einfach Bekanntschaften zu knüpfen und neue Leute kennenzulernen. Und denkt daran, es geht allen so wie euch. Ihr fangt alle gerade erst mit dem Studium an. Ja, ich denke, ein guter Tipp ist auf jeden Fall, die Mensa zu nutzen. Ne? Die haben ein vielfältiges Angebot, vegetarisch, vegan, mit Fleisch, wenn man möchte. Jeden zweiten Tag gibt es immer irgendwie Pommes oder sowas Geiles. Da kann man sich echt richtig den Bauch vollschlagen. Ne? Ja, mein Tipp für die Erstsemester ist es, die O-Woche mitzumachen. Die ist mega, mega wichtig, um sich zu vernetzen, andere Leute kennenzulernen und Teams zu bilden für das Studium. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, mal im Asterland vorbeizuschauen. Das ist ein Schrebergarten von Studierende für Studierende und da könnt ihr das Gärtnern mal ausprobieren. Ein Tipp für die Erstsemester von mir wäre, sich über unterschiedliche Vereine, zum Beispiel sportliche Vereine oder anderes zu informieren und versuchen, da in Kontakt zu kommen und aktiv zu werden, was auch immer einen interessiert, ob es umweltspezifisch ist, politisch oder einfach sportlich oder musikalisch. Ein Tipp, und das war ein Fehler, den ich gemacht habe, es ist Angst vor etwas zu fragen. Also wenn man etwas nicht weiß oder keine Ahnung, man kann einfach fragen, weil die Leute hier sehr, sehr angenehm ist. Mein Tipp für die Erstsemester ist, einfach mal in die Innenstadt zu gehen und die Partymeile zu erkunden. Das heißt also an der Waldstraße oder am Julius-Nosen-Platz einfach mal mit den Kommilitonen und Kommilitonen zusammen sich einen schönen Abend zu machen. Auf jeden Fall sollte man immer Schoki dabei haben. Immer. In Oldenburg weht zwar häufiger mal eine heftige Brise, aber ganz so schlimm wie hier im Windkanal ist es dann zum Glück doch nicht. Ich bin hier gerade im Windkanal der Uni Oldenburg, wo sonst Windenergieforschung betrieben wird. Ein weiteres spannendes Projekt, was hier gemacht wird. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf das Herbstwetter in Oldenburg vorbereitet. Bleibt mir nur noch, euch eine schöne Orientierungswoche zu wünschen und einen guten Start in die Uni. Falls ihr doch noch Hilfe oder Informationen benötigt, guckt einfach auf der Internetseite der Orientierungswoche oder meldet euch bei den Fachschaften. Ciao!